Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es so ein bisschen um Radio, Lautsprecher und zwar am Camaro. Ich hatte ja vor einiger Zeit, ich verlinke euch das mal oben, als ich den Camaro neu hatte, ein anderes Radio eingebaut und zwei Lautsprecher unterm Armaturenbrett an der Position, wo original auch ein Lautsprecher saß. Habe es aber durch zwei Lautsprecher ersetzt, allerdings ohne ein geschlossenes Gehäuse. Zudem ist halt auch das Radio, was ich damals verbaut habe, war wirklich so ein billiges China-Ding. Die Qualität ist nicht besonders gut und die Lautsprecher, wie gesagt, das ist zwar die Originalposition, aber dadurch, dass ich dort nicht auch noch einen Volumenkörper bauen konnte, den ich da reinkriege, ist die Soundqualität halt nicht besonders gut. Und ich hatte schon sehr, sehr lange dieses Blaupunktradio im Blick, weil das eben so ein bisschen oldschoolig aussieht. Wie gesagt, meiner ist jetzt aus 79. Das ist eigentlich auch fast ein bisschen zu frisch für 79, aber sieht halt ja auf jeden Fall älter aus, auch mit diesem gefakten Kassettendeck. Ist natürlich alles Bluetooth und USB und alles, aber hat eben so ein bisschen diesen ja, klassischen 80s-Look und meiner ist ja fast 80s. Mein Camaro ist halt relativ teuer, deswegen habe ich lange es auf meiner Beobachtungsliste in Amazon gehabt, bis es irgendwann mal im Angebot war. Angebot waren dann knapp 200 Euro. Ist immer noch teuer, aber ja, sieht einfach ein bisschen besser aus, hat auch mehr Leistung als das Billigradio, was ich aus China eingebaut habe. Insofern hoffe ich jetzt mal, dass damit der Klang besser wird. Bevor ich das aber ins Auto verbaue, dachte ich mir, mache ich erstmal einen Trockentest. Also sprich, ich baue das außerhalb des Autos einmal auf. Muss mir dann später auch noch überlegen, weil das jetzt ein bisschen tiefer ist als dieses billige Radio aus China, wie ich das hier hinten irgendwie abgestützt bekomme. Vielleicht baue ich mir da irgendwas aus dem 3D-Drucker, denn der Camaro hat keinen richtigen Radioschacht. Das heißt, ich muss es da hinten irgendwie stützen, sonst würde das Radio nur hier halten. Ist dann auf Dauer, denke ich, ein bisschen unangenehm von der Belastung. Schauen wir hier einmal rein. Was ist jetzt für uns relevant? Für uns ist eigentlich nur relevant die Anschlüsse für die Lautsprecher, sowohl für hinten als auch für vorne, plus eben das Hauptkabel, wo wir eben Zündung, Plus und Minus anschließen, damit das Ding Strom bekommt. Alles andere ist für mich hat für mich keine Relevanz. Also ich brauche den, was haben wir hier? Ja, USB, einen separaten USB brauche ich nicht. Ich brauche nichts irgendwie vom Lenkrad und ich brauche auch keine Freisprecheinrichtung. Das werde ich gar nicht verbauen. Das heißt, die Kabel, die bleiben einfach lose. Die werde ich dann irgendwo im Auto befestigen. Was ich halt brauche, sind die Anschlüsse für die Lautsprecher. Und da müssten wir eigentlich, genau, hier sind sie. Das ist sozusagen, wenn wir einen Verstärker oder sowas anschließen wollen. Und das hier sind aber die Eingänge für die verschiedenen Lautsprecher. Wir haben oder können hier 4 Lautsprecher anschließen. 2 vorne, 2 hinten. Und das ist dann auch mein Plan, dass ich 2 auf die Hutablage positioniere von den Lautsprechern und 2 kleinere. Die Pioneer, die sind größer, die kommen auf die Hutablage, da habe ich genug Platz. Und die 2 kleineren dachte ich, dass ich die irgendwie entweder unter dem Armaturenbrett verbaut bekomme oder vielleicht in den jeweiligen Fußräumen. Da muss ich dann am Auto schauen, wie das geht. Aber heute möchte ich mich, wie gesagt, nur einmal um den Sound kümmern. Wie klingt das? Wie klingen die kleinen? Wie klingen die großen? Und funktioniert das, wenn wir das jetzt einmal trocken verkabeln? Schauen wir hier einmal rein. Was habe ich mir bestellt? Wie gesagt, das sind jetzt Komplettlautsprecher, 3-Wegesysteme. Einmal klein, einmal groß. Ja, also wir haben hier tatsächlich ein komplettes 3-Wegesystem mit Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Und das Ganze ist, wie gesagt, sehr kompakt von der Bauform. Sollte ich eigentlich dadurch selbst vorne irgendwo ein Plätzchen finden können, wo ich die verbaue. Wie gesagt, vielleicht im Fußraum, dass ich die irgendwo hinschraube. Hier ist so ein klassischer Anschluss. Das heißt, irgendwo setze ich mir eine Schraube und werde das dann einfach den Lautsprecher da anschrauben. Also da wird sich irgendein Platz finden. Jetzt gucke ich halt nur von der Klangqualität, will ich die vorher einmal testen. Nicht, dass ich das alles verbaue und dann klingt das scheiße. Das heißt, die hier hören wir uns einmal an. Hören wir uns auch diese hier an. Hier ist sogar so eine Bohrschablone mit dabei. Das ist natürlich cool. Das gibt es da nicht, aber braucht man eigentlich auch nicht. Also auch hier bräuchte ich eigentlich keine Bohrschablone. Verpackungen. So, haben wir den da rausgewurschtelt.
Und jetzt sehen wir schon, der ist natürlich deutlich größer. Das heißt, hier erwarte ich jetzt eine bessere Klangqualität als hier. Aber den brauche ich eben von der Größe für den vorderen Teil des Fahrzeugs, weil ich da nicht so viel Platz habe. Ich habe keine Innenverkleidung. Also ich habe natürlich eine Innentürverkleidung, aber da ist kein Platz für einen Lautsprecher. Und unterm Armaturenbrett kriege ich nur einen hin. Das heißt, ja, je kleiner, desto besser. Aber sollte halt auch nicht zu klein sein, damit da noch ein bisschen Sound rauskommt. Und das hier, wie gesagt, der große Bruder, der kommt dann auf die Hutablage. In dem Fall auch ein 3-Wege-System, Hoch-, Mittel- und Tieftöner. Und das sollte eigentlich schon ganz ordentlich Klang machen. Und jetzt hätte ich gesagt, packe ich euch in den Zeitraffer, ich hole mir mal eine Batterie und dann werden wir das einmal trocken verkabeln. Erstmal die kleinen und dann die großen und dann kann ich ja im Video Side by Side euch das einblenden und dann hören wir uns einmal den Unterschied an. Mal gucken, also wahrscheinlich werde ich den Unterschied besser hören als ihr, aber dann habt ihr auch eine kleine Information, wie denn so die Klangqualität von denen hier und von den Pioneer ist. Packe euch die Links von allem, vom Radio als auch von den Lautsprechern, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt hätte ich gesagt, ab in den Zeitraffer. So, ich habe jetzt alles verkabelt. Ich habe das Radio auch eingeschaltet. Jetzt muss ich nur mal gucken. Nicht, dass ich hier irgendwo, weil die Kabel ja teilweise offen sind, nicht, dass ich jetzt irgendwo einen kurzen kriege, wenn ich das hier bewege. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Also hier ist jetzt, ich glaube, ihr seht es nicht, aber die Anzeige ist an. Ich habe jetzt die Zündung nicht verbunden. Die Zündung ist ja sozusagen nur so eine Komfortfunktion. Wenn ihr jetzt Zündschlosssignal habt, würde das Radio automatisch an und wieder ausgehen. Schaue ich dann mal, ob ich im Camaro irgendwo Zündungen finde. Ich hatte es ja letztes Mal so gelöst, dass ich einfach einen Schalter eingebaut habe und sozusagen die Zündung simuliert habe. Theoretisch müsste ich aber irgendwo da auch am Zündschloss Zündung abnehmen können. Also vielleicht, wenn ich dann das Radio einbaue, mache ich das auch so, dass ich es an die Zündung koppel. Aber ihr seht ja, die Zündinformation fehlt. Ich habe jetzt einfach Dauer Plus und Dauer Minus verbunden. Also hier gelb-rot ist Plus und schwarz ist, wie gesagt, Minus. Und dann könnt ihr hier einfach über den An-Ausschalter das Ding ein- und ausschalten. Ich gucke es mal, wenn ich länger gedrückt halte. Genau, dann sagt er Goodbye. Dann mache ich es nochmal an. Ja, doch, geht. Okay. Geht nur nicht ganz so schnell, ist ja moderne Technik. Jetzt ist schon wieder hier Rauschen. Schauen wir mal, dass wir hier ein USB angenüpselt bekommen.
Ah, ich hätte es echt andersrum hinlegen sollen. Ich sehe wieder nichts. Und dadurch, dass der so vertieft ist, ist das auch nicht gerade geil. Aber es geht. So, der ist drin. Schauen wir mal. Jetzt suche ich mal irgendwas. Ich meine, das ist jetzt eh alles mit automatischer Musikerkennung, ist natürlich schwierig. Okay, zu lange können wir das jetzt natürlich nicht laufen lassen, sonst geht hier wieder die GEMA los. Ich war jetzt aber irritiert, es klang so, als ob der Lautsprecher nicht will. Das muss ich jetzt einmal testen, indem ich den hier abstöpsel und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, wenn das überhaupt der ist. Aha. Oh, Fabian. Das war nicht so clever. Ich schalte ihn hier nochmal aus. Dass wir hier keinen Strom mehr drauf haben. So, jetzt kann ich in Ruhe gucken, wo welches Kabel hingeht. Hätte ich mir vielleicht mal markieren sollen. Okay, so, doch. War der erste Impuls gar nicht so falsch. So, haben wir den abgestöpselt. Lassen wir den mal dran und dann gucken wir mal, ob jetzt auch Ton kommt. Ja, okay, geht. Gut, dann stöpsel ich nochmal beide an. So. Ja, ich finde es schon komisch. Also der hier, wenn ich den anschließe, ist es allgemein lauter. Und den da drüben höre ich praktisch gar nicht. Das checke ich jetzt gerade noch nicht so ganz. Soundqualität allgemein ist okay. Ich meine, die sind auch wirklich winzig. Aber mich irritiert, dass da drüben nichts rauskommt. Also nicht in der gleichen Lautstärke. Ich teste das nochmal. Ja, ist viel leiser. Krass. Okay. Ist vielleicht irgendeine Links-Rechts-Einstellung, die ich noch am Gerät korrigieren muss. Muss ich einmal schauen. Es wäre aber auch merkwürdig, wenn das von Hause aus falsch eingestellt ist. Das geht natürlich nur, wenn ich Ton laufen lasse. Gut, ich stelle das mal kurz um, dann geht es für euch gleich weiter, damit hier nicht, wie gesagt, wegen GEMA und Musik. Okay, also ich habe jetzt nochmal kontrolliert. Es war tatsächlich so, dass irgendwie die Balance verstellt war. Deswegen war der eine jetzt lauter. Jetzt habe ich mal beide gleich gemacht und jetzt lassen wir nochmal ganz kurz laufen, wie sich das anhört. Ich kann es, wie gesagt, jetzt nicht zu lange laufen lassen. Eine Scheiße. Also klingt erstmal ganz in Ordnung. Jetzt hätte ich gesagt, jetzt schließe ich einmal noch die anderen Lautsprecher an und dann hören wir den Vergleich und ich schneide euch das dann nebeneinander zusammen. Eigentlich wäre es aber am geschicktesten, wenn ich tatsächlich irgendein Lied hätte, was ich dann auch länger laufen lassen kann. Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht finden. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ansonsten muss ich halt irgendeine andere Musik drüberlegen und euch dann sozusagen nur akustisch berichten, inwiefern der Klang unterschiedlich war. So, jetzt habe ich einmal die größeren Lautsprecher verkabelt. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch schon einmal Probe gehört. Also die sind natürlich viel, viel geiler. Jetzt einmal ganz kurz für euch, dass ihr es auch hört, aber da ist deutlich mehr Volumen da und klingt natürlich einfach ein bisschen geiler. Das klingt also wirklich ordentlich. Ich denke in der Kombination, also ich meine, die klingen jetzt nicht wahnsinnig gut, aber die klingen auch nicht schlecht. Und wenn ich die vorne habe im Fußraum und die hier hinten auf der Hutablage, dann ist das auf jeden Fall ein riesiger Schritt nach vorne. Problem ist einfach, dass der Camaro jetzt durch den neuen Motor halt viel lauter ist. Und früher hat mir die kleine Konstruktion, die ich hatte, gereicht. Und jetzt mit dem Motor-Upgrade reicht mir das halt nicht mehr. Deswegen muss ich da jetzt auch Hi-Fi-technisch ein bisschen nachbauen und sozusagen das Ganze nachrüsten. Aber das, glaube ich, könnte ganz gut werden. Insofern war es das fürs heutige Video. Ging jetzt wirklich nur darum, einmal das zu verkabeln und eben einmal diesen Hörvergleich zu haben, dass ich eben nicht das hier einbaue und dann klingt das nachher total kacke. Also das kann man durchaus als akzeptablen Klang bezeichnen. Es ist natürlich hier so ein Dreiwegesystem, ist
allein schon wegen des größeren Klangkörpers natürlich viel, viel geiler von der akustischen Qualität. Aber wie gesagt, die kriege ich halt vorne im Fußraum nicht montiert. Die sind einfach zu groß, zu sperrig. Aber auf die Hutablage kriege ich die. Die hier aber, die kleinen, die kriege ich sehr gut, denke ich, vorne irgendwo unterm Armaturenbrett oder im Fußraum, wie gesagt, verbaut. Und das ist halt wichtig, dass ich da überhaupt einen Platz finden kann. Und den Zusammenbau im Fahrzeug gibt es dann in einem anderen Video. Ich muss vorher eben noch ein bisschen mir was überlegen, wie ich dann auch die Halterung gestalte. Bis jetzt habe ich ja das Ganze reingesteckt und mit einer Blende befestigt. Muss ich dann auch einmal im Auto testen, ob die Aussparung passt oder ob ich dann, höchstwahrscheinlich brauche ich eine neue Blende, die das Ganze sichert und vielleicht auch irgendwas, was es hinten stützt. Da das Teil ja ein bisschen länger ist als das China-Radio. Das China-Radio ist ungefähr nur so breit, also deutlich kürzer und ist auch leichter. Dafür habe ich aber hier mehr Leistung. Und wie gesagt, ist halt insgesamt ein bisschen hochwertiger. Wegen der Verkabelung, wie gesagt, das bleibt natürlich nicht so. Das war alles jetzt nur, damit ich das mal quick and dirty testen kann. Im Fahrzeug werde ich das ordentlich mit den wasserdichten Steckern und sowas verkabeln oder eben dann auch mit Schrumpfschlauch ummanteln. Aber das seht ihr in einem folgenden Video. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Also rein vom Klang kann ich auf jeden Fall die Pioneer empfehlen. Die sind wirklich vom Klang super. Die hier eben nur, wenn ihr Platzprobleme habt, dann würde ich auf die Lautsprecher auch zurückgreifen. Die sind nicht schlecht, aber ist eben nicht mega. Ich verlinke euch beides unten in der Videobeschreibung, genauso wie das Radio, plus auch die ganzen Zangen, die ich hier verwendet habe. Die ist eben zum Abisolieren. Dann müsst ihr euch nicht mit so einem normalen Seitenschneider rumschlagen. Die hier ist zum Verkrimpen von solchen Verbindungsstücken. Das sind diese hier. Diese Verbindungsstücke ist super praktisch, denn dann könnt ihr das mit einer Hand machen. Bedeutet, ihr setzt die hier so ein, je nach Größe, spannt das vor, Kabel rein, das ist arretiert, das rutscht jetzt nicht weg. Kabel rein, zusammenpressen und fertig. Also super Geschichte, diese Verbinder. Ist auch viel besser als Löten, also schneller, sagen wir mal so. Und dadurch, dass ihr das Ganze dann, also wenn man das hier sich anguckt, ihr ja auch das Kabel festhaltet, ist auch wirklich auch das eine ordentliche und starke Verbindung. Und das hier ist eben eine Zange, um solche kleinen Anschlüsse zu pressen. Die ist aber von der Qualität, also diese kleinen Anschlüsse, die nehme ich eigentlich immer nur zum Testen. Ansonsten für die wirkliche Verkabelung nutze ich dann entsprechend wasserdichte Stecker, so wie ich es damals auch gemacht habe. Wie gesagt, am Anfang habe ich das Video verlinkt, da könnt ihr mal reinschauen. Ansonsten geht es in einem folgenden Video, ich weiß noch nicht, ob es das nächste wird oder irgendeins der nächsten, verbaue ich den ganzen Krimskrams im Camaro und dann hören wir das Ganze nochmal im Camaro Probe. Ich versuche dann daran zu denken, irgendeinen Musiktitel zu nehmen, den ich problemlos einspielen kann. Da habe ich auch ein paar, die ich selber gemacht habe. Die kann ich dann problemlos nehmen. Heute war das ein bisschen schwierig. Insofern, wie gesagt, war es das. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.